Die Jahreszeit ändert sich, es wird dunkler, es wird kälter und damit ändern sich auch die Hautprobleme. Die Haut wird trockener, die Haut wird rissig, eine andere Situation als eben in der warmen Jahreszeit, weil Kälte die Haut strapaziert und austrocknet und auch das mangelnde Licht sich auch auf den Hautstoffwechsel auswirkt. Das ist auch unser heutiges Thema. Woher es kommt, habe ich ja schon angesprochen. Was man dagegen machen kann, werde ich noch ansprechen. Mein Name ist Dr. Barbara Meyer-Lehmann. Ich bin Hautärztin bei Dermanostik. Zum Thema Handekzeme. Sie können bei entsprechenden Schutz und Pflege verhindert werden, dass es gar nicht erst zur medizinischen Behandlung kommen muss. Als erstes möchte ich euch erklären den Unterschied, wann sprechen wir von trockener Haut, wann hat sich ein Handekzem entwickelt. Trockene Haut kennt jeder, es fühlt sich ein bisschen unangenehm an, mehr ist aber nicht. Anders ist es beim Handekzem, die Haut wird rot, die Haut wird rissig, die Haut fühlt sich sehr trocken an, sie ist schuppig, juckt manchmal und manchmal sogar, wenn die Risse in die Tiefe gehen, tut es weh. Du fragst dich, warum ist die Haut im Winter trockener als im Sommer? Warum wird der Haut Feuchtigkeit entzogen? Durch Kälte wird das Wasser, was in der oberflächlichen Hautschicht die einzelnen Zellen verbindet, zum Teil entzogen und das macht die trockene Haut. Und trockene Haut hat weniger Barrierefunktion, ist anfälliger als eben gut hydrierte Haut, die wir im Sommer haben. Das zu verhindern ist durch Schutzmaßnahmen, die ich eben schon kurz angedeutet hatte, möglich. Diese Schutzmaßnahmen beinhalten Schutz der Haut vor Kälte, sprich Handschuhe tragen, Schutz der Haut vor Austrocknung durch gutes Eincremen auch und eben Behandlung, intensivierte Pflegebehandlung nach jedem Händewaschen, wobei das Händewaschen an sich auch schon ein Beginn der Pflege ist. Das heißt, auch da sind geeignete Mittel, zum Beispiel eben nicht austrocknende Seifen, eher eine Handwaschlotion, manchmal sogar ein Handwaschöl. Desinfektionsmittel wird natürlich auch in diesem Winter ein Thema bleiben. Das heißt, die Strapazierung durch Desinfektionsmittel kann man nicht ganz verhindern. Da gilt es wieder, dass man eben das, was durch den Alkoholgehalt, durch die Desinfektion der Haut entzogen wird an Feuchtigkeit und Fetten, dass man das der Haut mit geeigneten Schutzhandcremes wieder zufügt. Auch Handmasken sind sehr gut. Auch das Nagelbett mal sogar mit Olivenöl eincremen, bringt eben sehr viel Fett und Feuchtigkeit der Haut zurück. Und das ist das, was eben der Haut im Winter ersetzt werden sollte. Sollte es trotz Schutz und Pflege zur Entwicklung eines Handekzems kommen, dann ist medizinische Hilfe gefragt. Die können wir gerne hier über die Dermanostik-App leisten, dass wir dir die Diagnose und die Behandlung und auch die Rezepturen zuschicken und dich entsprechend beraten. Das war's wieder für heute. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne über die App. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, aktiviert das Glöckchen. Ansonsten